Überzeugung oder Manipulation? Alle Wesen interagieren miteinander und beeinflussen sich gegenseitig. Wenn das eigene Gesicht gescannt wird, hat man das Gefühl, dass man einer Maschine nicht entkommen kann und gleichzeitig durch das eigene Verhalten das Gesamtgeschehen manipuliert. Welche Wechselwirkungen oder Feedback-Loops beobachtet wurden, erzählen wir in der 3. Folge von unserem Videopodcast Filmabend. Maschine und ich über das Menschsein von Computern. In 4 Konzerten stießen die 3 Orangen dabei auf einige Überraschungen. Auch für das Publikum war dieses besondere Erlebnis wahrnehmungserweiternd. Was hat es genau mit beiden Seiten gemacht? Beispielsweise wurde immer nach einer gemessenen Überraschung eine darauffolgende Glücklichkeit bzw. Spaß verzeichnet. Eine Übersprungshandlung? Welche psychosozialen und kulturgeprägten Verhaltensweisen kommen noch zutage und wie könnte man das Ganze wissenschaftlich verwerten? Wir hören dazu ein paar Eindrücke von einem der Musiker, der auch gleichzeitig Naturwissenschaftler und Ingenieur ist. Außerdem Daoist und darum verschiedene Perspektiven auf das Geschehen hat. Der Stuttgarter Posaunist Tilman Schaal. Seid ihr die Aktiven, die was vorgeben und das Publikum reagiert darauf und dann anschließend der Computer, oder gibt es da doch eine andere Reihenfolge? Es gibt ja, sag mal, in der Mathematik gibt es immer so irgendwelche solche Reihen. Es gilt, dass n+1 gleich n-7 oder so, aber du brauchst ja irgendwie, den ersten Schritt musst du irgendwie definieren. Du kannst nicht irgendwo anfangen in so einem Feedback. So, das heißt, irgendwie muss es ja losgehen. Meistens haben wir es dann ja schon so gemacht, dass es stand schon irgendwie eine Anweisung da und dann haben wir losgespielt. So könnte man schon sagen, dass wir anfangen. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, finde ich, stimmt es dann doch wieder nicht, weil es geht ja schon eigentlich vorm Stück los. Also die gegenseitige Beeinflussung ist ja schon, okay, die Leute sitzen da schon, wir sehen die ja schon, wir haben davor schon mit den Leuten kommuniziert und wenn die jetzt irgendwie einen flotten Spruch bringen, sag ich mal, vor der ganzen Performance, dann beeinflusst mich das ja schon, dann spiele ich ja auch schon wieder anders. Ihr habt es ja immer so gemacht, dass ihr hinprojiziert habt, welche Gefühle die einzelnen Zuschauer gerade haben oder das Diagramm der Gefühle hinprojiziert an die Wand. Die Zuschauer haben das gesehen. Inwiefern würdest du sagen, wurden dadurch die Reaktionen der Zuschauer manipuliert? Der Fokus ist für sie ein anderer. Sie werden sich halt bewusst, dass es da eine Interaktion gibt. So. Die Emotionen des Publikums werden ja vorwiegend nach wie vor von dem eigentlich ausgelöst, was wir machen. Das hat man auch gemerkt. Einmal haben wir dann so einen Groove gespielt und dann haben sie sich alle gefreut. Oder es gibt natürlich dieses außermusikalische Event und dann sind sie schon irgendwie erstaunt, wenn wir dann auf einmal einen Schuh auf dem Kopf balancieren oder sowas. Das löst schon immer noch die Emotion aus und nicht das Feedback, das ihnen der Computer gibt. Ihr habt ja jetzt ein paar Mal aufgeführt, könnt ihr jetzt Daten auslesen und sagen, diese musikalische Folge führt immer zu dieser Emotion? Ich finde, führt immer, das gibt es ja eh nicht. Ja. Also da bin ich doch zu arg Naturwissenschaftler. So muss sagen, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so. Ich vermute, dass man schon richtig viel Daten bräuchte, um das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen zu können. Mit kleineren Wahrscheinlichkeiten kriegt man das schon hin. Man kann schon sagen, wenn das passiert, wird eher das passieren zu 70%. Vermutlich müsste man die Leute, die kommen, schon 3 Tage davor begleiten und schauen, wie denn ihr Tag war. Haben die heute was Leckeres gefrühstückt? Hat gestern der Lieblingsverein gewonnen und so? Das beeinflusst ja auch schon mal alles so. Und die beeinflussen sich ja auch ganz stark gegenseitig, die Zuschauer. Ja, natürlich. Hattest du manchmal als Musiker das Ziel, dass du sagst, ich möchte jetzt manipulieren? Insofern, ich möchte jetzt, dass die Zuschauer dass diese Reaktion beim Zuschauer ausgelöst wird. Oh, beim wirklichen Spielen glaube ich nicht.
Also wenn ich auf der Bühne stehe, möchte ich eigentlich nicht mehr denken. Zum Konzert will ich das eigentlich nicht machen, weil da möchte ich mich einfach eher treiben lassen und schauen, okay, der Computer sagt mir jetzt, was ich machen soll, aber das soll dann eher schon aus dem Moment heraus entstehen. Jetzt ist es ja so, das unterscheidet dieses Projekt von der künstlerischen Darbietung, wie man sie sonst oft kennt, dass ihr jetzt nicht sagt, ich habe einen klaren Fahrplan, wir haben uns ein Konzept ausgearbeitet. Jetzt ist es ja so, dass der Zuschauer durch die Reaktion das Programm maßgeblich beeinflusst. Ja. Kann man da euch den Vorwurf machen, naja, das ist ja schon ziemlich gefällig, was ihr da macht? Gefällig? Ja. Also manchmal hat das Publikum es ja auch versucht, wir haben die dann auch gefragt, wir haben mit denen danach geredet, ob das Publikum versucht hat, gewisse Sachen auch bei uns hervorzurufen. Aber der Punkt ist ja, dass es so, dass das Publikum gar nicht weiß, nach welchen Regeln die Anweisungen gegeben werden. Das ist so ein bisschen so überraschend, also für uns auch. Deswegen, das finde ich auch das spannend, dass eben keiner so wirklich weiß, was passiert. Und wenn dann irgendwelche Anweisungen kommen, dann wissen wir manchmal auch gar nicht, wieso die jetzt gekommen sind. Und das Publikum wundert sich dann auch so, hey, wieso machen die jetzt das? Und ich glaube, es ist insgesamt so ein Staunen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also, dass man eben durch das Staunen eben auch eine gewisse Wachheit hat, sage ich mal. Also, wenn man staunt, dann ist man oft mal voll im Hier und Jetzt und so, was passiert hier? Und dann wird man nicht so eingelullt und ist nicht so passiv. Das hört sich jetzt für mich an, als wären beide Seiten, sowohl die Zuschauer als auch die Musiker, überrascht darüber, was der Computer macht. Das heißt ja, der Computer hat hier eine große Macht. Ja, aber auch nein, weil das Publikum sieht ja die Anweisung schon mal nicht. Die Künstler, würde ich sagen, sind mehr von den Aktionen des Computers überrascht als von den Aktionen des Publikums. Aber das Publikum vermute ich, dass die mehr von der Musik überrascht ist als von den Anweisungen. Das heißt, ihr habt anschließend drüber gesprochen und geguckt, da habe ich doch das und das gemacht. Wie war denn die Emotion? Hauptsächlich im Zuschauerraum, um dann auszuwerten, spannend. Dieser musikalische Input hat offensichtlich zu dieser Reaktion geführt. Ja, oder vielleicht sogar noch, diese musikalische Aktion war gleichzeitig mit dieser Emotion. Das Schwierige ist so, was war zuerst und wann passiert es? Man sieht, okay, hier, wir waren ja schon viel traurig, aber haben uns gar nicht so gefühlt. Das war so die größte Überraschung. Ist es ein Zeichen dafür, dass diese 5 Emotionen einfach nicht ausreichen, um hier das Gefühl der Zuschauer abzubilden? Also es ist erstmal schwer, überhaupt am Gesicht das wirklich richtig gut abzulesen. Man kann sich ja auch vielleicht verstellen, vielleicht macht man es nicht bewusst, aber dass das Gesicht so ein extremer Spiegel ist von den Emotionen, finde ich schon mal. Das heißt, diese Grundannahme findest du kritisch. Wenn man jetzt anguckt, wie Google da arbeitet oder andere große Firmen, die erfassen die Emotionen ja umfangreicher, eben nicht nur mit dem Gesicht. Apple misst, wenn ich eine Nachricht schreibe, meinen Puls, meine Herzfrequenz. Ach krass. Wann lässt man sich am besten manipulieren? Dann, wenn man verunsichert ist oder wenn man Angst hat. Werbung zielt ganz oft darauf ab, uns Angst zu machen. Also es gibt so, wer hat zum Beispiel Angst davor, sozial ausgeschlossen zu sein, vom Tod auch so. Also es gibt bei Autos, so Sachen, okay, hier, das ist halt sicher, oder es wird ja suggeriert, das wird nicht gesagt, aber man sieht, okay, hey, das ist ein Auto, mit dem fahren wir sicher, okay. Das heißt, aus einem Defizit heraus, das ich vergrößere, wo ich sage, guck mal, dein Defizit ist hier ganz, ganz groß, du hast Angst vorm Sterben, projiziere ich jetzt eine Vision und sage, guck mal, wenn du das kaufst, dann musst du keine Angst mehr haben. Ist das der Grundbaustein, wie Manipulation funktioniert? Dass also ein Gefühl, ein negatives Gefühl verstärkt wird? Es geht nicht nur darum, ein Gefühl zu verstärken, sondern manchmal auch erst überhaupt hervorzurufen. Also
will jetzt irgendwas von dir und dann, du bist total glücklich, aber dann erzähle ich dir irgendeine schreckliche Geschichte, um dir Angst einzujagen und irgendwann bekommst du dann Angst. Weil ich meine, es passiert ja auch Manipulation, ohne dass das, was mich manipuliert, ein Mensch ist. Wenn man Manipulation jetzt mal definiert als Beeinflussung einfach mal, oder von mir aus könnte man noch sagen gezielte Beeinflussung. Das Wetter beeinflusst mich ja auch. Da reden wir aber nicht wirklich von Manipulation. Also weil wenn die Sonne scheint, bin ich besser drauf. Ich vermute, wenn wir über Manipulation sprechen, schreiben wir dem manipulierenden Etwas einen Willen zu.